Hallo, ich bin Jonas. Willkommen beim Nine Nah Tree Podcast. Heute werde ich das Buch zusammenfassen und besprechen. Ich bin dann mal weg. Meine Reise auf dem Jakobsweg ist das inspirierende und humorvolle Reisebuch des bekannten deutschen Entertainers Harpe Kerkeling. Dieses Werk schildert seine persönliche Pilgerreise auf dem legendären Jakobsweg in Spanien, einem der bekanntesten Pilgerwege der Welt. Kerkeling entschied sich nach einer Phase der Überarbeitung und gesundheitlicher Rückschläge, die 800 Kilometer lange Strecke von Saint-Jean-Pied-de-Port nach Santiago de Compostela zu Fuß zurückzulegen. Mit seiner unvergleichlichen Mischung aus Humor, Selbstironie und Tiefgründigkeit lässt er die Lesenden an seinen Abenteuern, Begegnungen und inneren Reflexionen teilhaben. Das Buch ist weit mehr als ein Reisetagebuch. Es ist ein unterhaltsamer und zugleich nachdenklicher Bericht über den eigenen Lebensweg, die Suche nach Sinn und die Kraft der Entschleunigung. Seit seiner Veröffentlichung hat das Buch Millionen Menschen überzeugt und inspiriert, ihren eigenen Jakobsweg in Angriff zu nehmen, ob tatsächlich zu Fuß oder als metaphorischen Lebensweg. Kerkelings Schreibstil ist leicht und zugänglich, jedoch nie oberflächlich. Der Leser erlebt nicht nur landschaftliche Highlights und kulturelle Besonderheiten, sondern auch Kerkelings Wandlung und Selbsterkenntnis auf seinem Weg. Ich werde Ihnen die wichtigsten Erkenntnisse aus diesem Buch mitteilen. Erstens: Vorbereitung und Motivation zur Pilgerreise. Harpe. Kerkeling beschreibt in erstaunlich ehrlicher Weise, wie ihn körperliche und seelische Erschöpfung zur Entscheidung trieben, eine Auszeit zu nehmen und sich auf den Jakobsweg zu begeben. Er erläutert, dass seine Motivation nicht nur in der Suche nach dem spirituellen Sinn lag, sondern auch im Wunsch, Distanz zum stressigen Alltag zu gewinnen. Die physischen und psychischen Herausforderungen einer solchen Unternehmung werden anschaulich dargestellt, von der Auswahl des Gepäcks bis hin zur mentalen Vorbereitung. Kerkeling steht für den sogenannten modernen Pilger, der weniger religiöse Gründe hat, sondern nach persönlicher Heilung und inneren Frieden sucht. Seine Überlegungen und Zweifel bezüglich der Sinnhaftigkeit des Gehens, seines eigenen körperlichen Zustands und der Länge des Weges sorgen für ein hohes Maß an Identifikationspotenzial und machen deutlich, dass eine solche Reise jeder aus individuell verschiedenen Gründen antreten kann. Zweitens: Begegnungen auf dem Weg. Ein zentrales Element des Buches sind Kerkelings Begegnungen mit anderen Pilgern aus aller Welt. Besonders einprägsam beschreibt er die Vielfalt an Charakteren, die auf diesem besonderen Weg zusammentreffen. Menschen verschiedener Nationen, Altersgruppen und Lebenssituationen, die alle ihre eigene Geschichte mitbringen. Kerkeling schildert herzerwärmende, kuriose und auch herausfordernde Begegnungen, die teils zu lebenslangen Freundschaften, teils zu kurzen, aber intensiven Momenten führen. Durch die Perspektivenwechsel bekommt der Leser Einblick in das internationale Pilgerleben und begreift, wie verbindend der Wunsch nach Sinn und innerer Ruhe wirken kann. Viele der Gespräche entstehen spontan, an Rastplätzen, in Herbergen oder unterwegs. Diese menschliche Nähe und der Spirit des Teilens bereichern den Erfahrungsbericht und verdeutlichen, dass der Jakobsweg weit mehr ist als die Bewältigung einer physischen Strecke. Drittens: Die Auseinandersetzung mit Grenzen und Überwindung. Der Jakobsweg ist nicht nur eine Reise durch atemberaubende Landschaften, sondern vor allem eine Konfrontation mit eigenen Grenzen. Kerkeling beschreibt lebhaft die vielen Strapazen, die körperlichen Beschwerden wie Blasen, Erschöpfung und Schmerzen. Doch gerade diese Herausforderungen werden in seinem Buch zu Lektionen über Durchhaltevermögen und Selbstüberwindung. Der Leser erfährt, wie Kerkeling an seine Grenzen stößt, nicht selten vom Aufgeben spricht, aber immer wieder neue Kraft und Motivation schöpft, sei es durch Naturerlebnisse, inspirierende Mitpilger oder eigene Entdeckungen über die eigenen Stärken und Schwächen. Diese persönliche Transformation vom Zweifelnden hin zum Gestärkten macht das Werk so wertvoll, denn Kerkeling zeigt, wie das Überschreiten von eigenen mentalen und physischen Grenzen zu einer tieferen Selbsterkenntnis führen kann. Gerade in diesen Momenten entsteht der Zauber des Jakobswegs, der viele Menschen auch nach der Lektüre inspiriert. Viertens:
spirituelle Erfahrungen und Selbsterkenntnis. Der Weg nach Santiago de Compostela ist von Spiritualität geprägt. Auch wenn Kerkeling keinen klassischen Glaubensweg beschreitet, lässt er den Leser an seiner eigenen spirituellen Entwicklung teilhaben. Durch die meditativen Stunden des Gehens, das Alleinsein in der Natur und die wiederkehrenden Rituale entwickelt er einen neuen Bezug zu sich selbst und reflektiert tiefgehende Fragen über Sinn, Glück und Lebensziele. Die spirituellen Momente sind dabei niemals abgehoben oder pathetisch, sondern werden in Kerkelings typischer Leichtigkeit und Ehrlichkeit geschildert. Er berichtet von kleinen Zeichen am Weg, von inneren Dialogen und von dem Gefühl, getragen und geführt zu werden. Am Ende beschreibt er eine neue Gelassenheit und Dankbarkeit, die ihm helfen, das Leben bewusster zu erleben und Prioritäten neu zu setzen. Damit spricht er auch jene Leser an, die nicht religiös sind, aber offen für eine tiefere Selbstwahrnehmung auf ihrem Lebensweg. Schließlich Humor als Begleiter. Ein herausragendes Merkmal von »Ich bin dann mal weg« ist die humorvolle Erzählweise, die auch ernste Themen zugänglich macht. Kerkeling verpflichtet seine persönlichen Erkenntnisse und Leiden mit charmanten Anekdoten, lustigen Begegnungen und respektlosem Witz, ohne dabei den Respekt vor dem Weg und seinen Mitpilgern zu verlieren. Der Humor begleitet den Leser durch anstrengende Passagen, peinliche Missgeschicke und die Eigenheiten des Pilgeralltags. So gelingt es Kerkeling, den Jakobsweg nicht zu einer anstrengenden Selbstoptimierungsreise, sondern zu einem zutiefst menschlichen Abenteuer werden zu lassen. Humor ist für ihn ein Schlüssel zur Bewältigung von Schwierigkeiten und schenkt dem Leser eine positive Perspektive, auch auf die eigenen Herausforderungen. Daher ist das Buch sowohl für Fans des Autors als auch für jene, die das Leben mit einem Augenzwinkern betrachten wollen, ein Gewinn. Zusammenfassend: Ich bin dann mal weg ist ein Buch, das ein breites Publikum anspricht. Menschen, die sich für den Jakobsweg interessieren, Fans von Harpe Kerkeling, Sinnsuchende, aber auch alle, die eine inspirierende und unterhaltsame Lektüre für die eigene Lebensreise suchen. Es eignet sich besonders für Leser, die auf der Suche nach einer Auszeit sind, die sich mit den Themen Selbstfindung, Spiritualität und dem Umgang mit Herausforderungen beschäftigen oder die einfach Spaß an pointiertem deutschen Humor haben. Das Werk besticht durch seine authentische Erzählweise, seine ehrlichen Einblicke in persönliche Situationen und Erlebnisse und durch eine Mischung aus Tiefe und Leichtigkeit. Kerkeling gelingt es, die Faszination des Pilgerns für unterschiedlichste Lesergenerationen zugänglich zu machen. Wer das Buch kauft, erhält weit mehr als einen Reisebericht. Es ist ein Mutmacher für das eigene Leben, sich auf Ungewisses einzulassen und zu wachsen. Gegenüber anderen Büchern über den Jakobsweg bietet Ich bin dann mal weg eine unterhaltsame und dennoch tiefgründige Gestaltung, gespickt mit Lebensweisheiten und feinem Humor. Die Mischung aus persönlicher Transformation, Anekdotenvielfalt und Kerkelings unverwechselbarer Stimme machen dieses Buch zu einer einzigartigen Lektüre, die sowohl zum Lachen als auch zum Nachdenken anregt. Wenn Sie unterstützen möchten, Harpe Kerkeling, können Sie das Buch über den Amazon-Link kaufen, den ich in der Podcast-Beschreibung angegeben habe. Lassen Sie mich nach dem Lesen des Buches wissen, was Sie davon halten und teilen Sie Ihre Gedanken mit. Bis bald.